Bevor wir loslegen, möchte ich eins vorab sagen. Leute, danke, dass ihr an meiner Seite seid. Danke, dass ihr am Start seid. Danke für eure Aktivität, eure Ehrlichkeit und eure klare Kante. Euer Support ist der Treibstoff für diesen Kanal. Es ist genau diese Energie, die mich antreibt, immer wieder nach den wichtigsten Inhalten für euch zu suchen. Jeder Like, jeder Kommentar von euch ist wie Munition für unsere Informationskanone. Dank euch wird die Ukraine weltweit lauter gehört. Und das ist unser gemeinsamer Weg an der Informationsfront. Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ein Jahr, in das wir ohne Illusionen gehen, dafür aber mit einem eisernen Gedächtnis. Dann das ganze Jahr 2025 über wurden wir mit Prognosen, Horrorszenarien und aufgeblähten Seifenblasen gefüttert, die sich am Ende als völlig leer erwiesen haben. Und heute ist es an der Zeit, diese Blasen platzen zu lassen. Blase 1. Die Ukraine fällt in wenigen Tagen. Erinnert ihr euch? 72 Stunden, eine Woche, ein Monat. Heute ist praktisch das 4. Jahr des Krieges im Gange und wir sind immer noch hier. Diese Prognose basierte nicht auf Analyse. Sie basierte auf der Unterschätzung des ukrainischen Volkes und der Überschätzung der zweiten Armee der Welt. Das war keine Vorhersage. Das war der Wunsch der Schwachen, den Fall der Starken zu sehen. Und die Ukraine hat nicht einfach nur standgehalten. Sie schreibt Geschichte neu. Und die Geschichte will sich nicht an die Worte der Wahrsager erinnern, sondern an den Widerstand des ukrainischen Geistes. Blase 2. Der Westen ist der Ukraine überdrüssig. Diese Blase wurde jahrelang aufgeblasen, aus jeder Ecke, wie ein Mantra mit einem hämischen Grinsen. Die sagten, die Hilfe wird versiegen, die Welt wird sie abwenden, die Ukraine wird in Vergessenheit geraten. Aber das Jahr 2025 hat etwas anderes gezeigt. Langfristige Verträge, Militärkoalitionen, neue Fabriken, unumkehrbare Entscheidungen und eine Integration, die nicht mehr aufzuhalten ist. Mündigkeit ist eine Emotion, aber die Unterstützung der Ukraine ist eine Investition in der Sicherheit der ganzen Welt. Blase 3. Die Ukraine ist durch und durch korrupt. Man sagt euch, warum ihnen helfen, alles wird geklaut. Ja, es gibt Korruption. Und man versucht absichtlich absolut alles damit zu erklären. Aber wisst ihr, was Korruption nicht erklärt? Warum das Land während eines totalen Krieges nicht zusammenbricht? Woher die Menschen diesen Mut nehmen? Warum die Gesellschaft zusammenhält? Ja, Korruption frisst Beamte und Politiker auf. Sie frisst Vertrauen, sie frisst Zeit. Aber sie frisst nicht den Willen der Menschen, die ihr Zuhause verteidigen. Korruption ist eine Krankheit, die die Ukrainer mitten unter Beschuss heilen. Nein, sie heilen sie nicht nur, die Ukrainer verändern die DNA des Landes. Und dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Blase 4. Energie- und Wirtschaftsapokalypse. Man hat der Ukraine den Bankrott prophezeit, die totale Finsternis, Kälte und den Rückfall ins Mittelalter. Und was haben sie bekommen? Unternehmen, die unter Raketenbeschuss überleben und Wunder der Anpassung zeigen. Einen IT-Sektor, der trotz Sirenen wächst. Landwirte, die die Welt ernähren, selbst unter Blockaden und ständigem Beschuss. Die ukrainische Wirtschaft existiert nicht nur auf dem Papier. Das ist eine Wirtschaft, die auf Charakter baut. Und die Ukrainer sind Menschen, die das Licht brennen lassen, selbst wenn der Feind versucht, die Sonne auszuknipsen. Blase 5. Innerer Zerfall und Chaos. Man hat gesagt, die Ukrainer würden sich zerfleischen, dass Sprache, Erschöpfung und Schmerz das Land von innen heraus zerreißen würden. Aber auch im Jahr 2025 ist ihre stärkste Waffe die Einheit. Ja, es gibt Streit, es gibt Diskussionen, aber angesichts des Feindes stehen die Ukrainer wie ein Monolith. Es ist unmöglich, die Ukrainer von innen herauszubrechen, denn ihre Wut auf den Feind ist immer stärker als ihre interne Groll. 2026 wird kein leichtes Jahr, aber es wird ein ukrainisches Jahr sein. Es wird viele neue Propheten geben und viele neue Blasen, aber ihr habt die Nadel, euren Verstand und euren Glauben. Abonniere den Kanal, lasst ein Like da, glaube an die Ukraine. Die Ukrainer kämpfen weiter gegen alle Prognosen.
Sie rechneten uns klein, fehlten die Stunden, glaubten wir sehen links, überwunden. Doch aus Asche, Schutt und Graus erhebt sich ein Gas stark. Applaus, die Nacht brach an, schwarz und kalt, manch einer sah das Ende bald. Die sagten, Kiew würde fallen schnell, der Himmel wurde grell. Doch Fahne im Wind, blau-gelb, Mut bleibt auf und alles zerfällt. Trotz allem, was Zweifel sät und seit der brennt, ganze Welt erkennt, die Ukraine kämpft, Ukraine kämpft, Ukraine kämpft, Ukraine kämpft, Ukraine kämpft. Bis die Dunkelheit von Licht verdrängt. Ukraine kämpft, Ukraine kämpft, Ukraine kämpft. Unser Wille brennt. Ukraine kämpft. Ukraine kämpft.